Hallo, herzlich willkommen bei Selmas Recipes. Viele von euch haben mich gefragt, wie man Lebkuchengewürz selber machen kann. Deshalb zeige ich euch heute ein Rezept für ein richtig gut duftendes Lebkuchen- bzw. Pfefferkuchengewürz. Viel Spaß beim Zuschauen! Für das Lebkuchengewürz nehme ich den Abrieb einer Orange, einer Mandarine, einer Zitrone und einer Grapefruit, wobei du die Mandarine und die Grapefruit auch durch eine zweite Orange ersetzen kannst. Die Zitrusfrüchte wasche ich nun unter warmem Wasser gründlich ab und rubbel sie mit einem Küchentuch trocken. Die Schalen der Früchte reibe ich dann mit einer feinen Küchenreibe ab. Achte darauf, dass du hier nur die äußere farbige Schale abreibst, weil die weiße Schicht bitter schmeckt. Damit das Gewürz nicht feucht wird und eventuell schimmelt, sollte der Abrieb nun gut durchtrocknen. Dafür kannst du ihn entweder wie hier in einer Schale flach ausbreiten und an der Luft trocknen, oder aber auf ein Stück Backpapier verteilen und bei 40 Grad Umluft im Backofen trocknen. Zwischendurch bewege ich die Zesten noch etwas, damit sie wirklich gut trocken werden. An Gewürzen nehme ich eine etwa ringfingergroße Zimtstange, das sind ca. 5 Gramm, 2 Sternanis, 2 Muskatblüten, 6 Kardamonkapseln, einen halben Teelöffel gemahlenen Ingwer, einen Teelöffel Nelken und einen Viertel Teelöffel Koriandersamen. Je nach Geschmack kannst du aber auch noch etwas Piment und Muskatnuss und ein wenig Fenchel zufügen. Zu den Gewürzen gebe ich dann noch die getrockneten Zitruszesten und male die Zutaten hier mit meiner Gewürzmühle fein. Du kannst hierfür aber auch eine Kaffeemühle oder eine Pfeffermühle verwenden oder die Gewürze in einem Mörser zerkleinern. Damit das herrliche Aroma möglichst lange erhalten bleibt, bewahrst du die fertige Gewürzmischung am besten in einem luftdicht verschließbaren Behälter auf. Die hier zubereitete Menge ist ausreichend für 1 bis 1,5 Kilo Mehl. So, das war's auch schon für heute. Ich hoffe, mein Video hat euch gefallen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!